Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend schon einmal auf die sogenannte Riester-Rente, die nach dem damaligen Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Walter Riester benannt wurde. Oder, wie Walter Riester selber sagen würde, also ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz deutlich von der Riester-Rente distanzieren. Denn nach fast 20 Jahren finde ich es echt blöd, dass man mich nun immer gleichsetzt mit der nach mir benannten Rente. Natürlich zeigen mir viele auf der Straße den Mittelfinger hoch, wie ja Likes nun einmal bekanntlich aussehen, aber der Rest ist total gemein mir gegenüber. Mich hat niemand erwähnt, als es um die DFB-Nachfolge ging. Nur wegen meiner Riester-Rente. Daher habe ich mir die Mühe gemacht, bei einem Glas Chantre mir einige Ersatznamen auszudenken. Wie wäre es also mit der Nicht-Walter-Riester-Riester-Rente? Oder das war ein anderer Walter Riester und nicht der Walter Riester-Riester-Rente? Oder aber mein persönlicher Favorit, die nicht Walter Riester-Riester-Rente, sondern die Merkel-Rente. Das schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich bin mein Malus los und der Angela ist es doch eh schon lange egal, ob sie jetzt eine Sache mehr oder weniger zu verantworten hat. Vor 20 Jahren war der damaligen Bundesregierung, die noch nicht aus Angela Merkel bestand, was man heute nicht mehr glauben kann, aber dieser Regierung war klar, dass viele Deutsche im Alter nur eine kleine Rente bekommen würden. Denn das Rentenniveau sinkt von Jahr zu Jahr. Um nun diese Lücke zu schließen, sollte eine privat finanzierte Altersvorsorge gekoppelt mit staatlicher Förderung helfen. Und das war die nach dem damaligen Bundesminister für Arbeit benannte, nennen wir sie mal bis zu ihrem Relaunch erst einmal weiter so, die Riester-Rente. Und an sich klang das damals gar nicht so falsch. 2001. Die rot-grüne Regierung feiert ihre Rentenreform. Die Bürger sollen künftig auch privat vorsorgen. Auf dem Kapitalmarkt werde ihr Geld schon ordentlich Zinsen erwirtschaften. Für die junge Generation, die weiß, dass sie zukünftig mit dem Aufbau einer zweiten kapitalgedeckten Rente 2 Rentenzahlungen erhalten wird. Für all diese Menschen wird diese Reform ein Gewinn sein. Wer 4% jährlich seines Bruttoeinkommens einzahlt, bekommt die volle Zulage vom Staat. Pro Jahr sind das je Erwachsener 154 €, je Kind, wenn es ab 2008 geboren ist, bis zu 300 €. Zusätzlich gibt es Steuervorteile. Und das klingt ja erst einmal ganz interessant. An sich ist die Idee, ein zweites Standbein für die Rente zu initiieren, gar kein falsches. Gerade wenn man bedenkt, dass das erste Standbein, die gesetzliche Rente, eben nicht aussieht wie das gedobte linke Bein von Ben Johnson, sondern eher wie das ungedobte rechte Bein von Ben Johnson. Ein Wunder, dass es so überhaupt noch laufen kann. Und ich denke, eine über 30 Jahre alte Dopingreferenz hier zu bringen, zeigt einmal mehr, dass diese Show den Grimme Online-Preis mehr als verdient hat. Aber genau hier liegt erst einmal das Problem. Nicht nur, dass wir bisher bei den Grimme Online-Preis immer ganz schnell auf dem toxischen Haufen gelandet sind, sondern das größte Problem bei der Riester-Rente ist erst einmal die normale gesetzliche Rente. Die Lücke, die es schon damals vor 20 Jahren gab, entsteht nicht, weil der Rentenzug am Rentnerbahnhof 1 Meter entfernt vom Bahnsteig einfährt, sondern weil die Leistungen der gesetzlichen Rentenkasse über die Jahre immer weiter gesenkt wurden. Bekam ein Rentner 1990 noch rund 55% seines durchschnittlichen Monatsgehaltes als Rentner, so würde er 2030 nur noch 43% bekommen. Und das ist nicht so, weil die Rentenkasse von einem Typen mit gezwirbeltem Bart geführt wird, sondern unser Rentensystem basiert auf dem sogenannten Zwei-Generationen-Vertrag, beziehungsweise dann dem Generationenvertrag. Zwei-Generationen-Vertrag, weil Konrad Adenauer das 1957 eingeführt hatte und schon da wusste, dass spätestens nach 2 Generationen die Kassen dann leer sind. Allerdings sind wir schon heute irgendwo in der 4. oder 5. Generation angekommen. Auch werden wir als Gesellschaft eben nicht jünger, sondern älter. Also immer mehr Menschen erreichen das Rentenalter, aber immer weniger Menschen zahlen dann irgendwann in das System ein. Also muss man nun die vorhandenen Gelder verteilen und das geht nur, wenn alle weniger Rente bekommen. Und hier sollte eben die Riester-Rente ansetzen. Sollte denn, bei vielen sieht es dann eher
so aus. Eigentlich hat Christian Egner alles richtig gemacht. Der 36-jährige zweifache Vater hat sich früh um seine private Altersvorsorge gekümmert. Und dann das. Also ohne die staatlichen Zulagen wäre es der totale Flop. Ja? Also die sorgen dafür, dass es sich zumindest ein bisschen rentiert an der Stelle. Weil ansonsten, wenn die nicht dabei wären, hätte ich es genauso gut unter die Matratze legen können. Seit 11 Jahren spart er tapfer an. Aktueller Stand seines Riester-Kontos: fast 8.382 €. Zuletzt gab es dafür 67 Cent Zinsen. Eine Rendite von 0,008%. Die Riester-Rente und Egner werden so keine Freunde mehr. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum? An sich müsste es doch eigentlich nach 11 Jahren besser aussehen auf dem Rentenkonto. Gerade nach 11 Jahren Zuschüssen und ordentlichen Einzahlen. Aber eben nur eigentlich. Und das liegt nicht an den Menschen oder dem Vertrag, sondern an denen, die diese private Rentenversicherung verkaufen. Und das ist nicht etwa eine staatliche Einrichtung, sondern passend zum Namen private Rentenversicherung die privaten Versicherungsfirmen. Und weil die Riester-Rente nicht großartig standardisiert ist, verursacht das Kosten bei den Versicherungsfirmen, diese Riester-Renten zu verwalten und das Geld vielleicht auch mal zu vermehren. Und das frisst eben einen Teil der Einlagen und der staatlichen Förderung. Aber bei 4% des Bruttogehaltes oder 2.100 € im Jahr und dazu noch 154 € im Jahr vom Staat für die Kinder, wieso hat dann jemand wie Christian Egner nur 8.000 € zusammen? Weil die Riester-Rente eine wunderbare Altersversorgung ist. Und zwar nicht für diejenigen, die sie abschließen, sondern für die, die sie verkaufen. Denn sie bekommen dafür eine Provision. Und die zahlt nicht etwa die Versicherungsfirma oder der Staat, sondern der die Riester-Rente abgeschlossen hat. Und das kann dazu führen, dass die ersten 10, 20 oder gar 100 Raten nicht der eigenen Rente dienen, sondern um die Beraterkosten zu finanzieren. Und erst dann kann es losgehen mit dem Sparen für die Rente. Und allein deshalb würde es sich vermutlich mehr lohnen, die 4% oder 2.100 € pro Jahr unter das Kopfkissen zu legen und das dann 30 Jahre lang. Was vielleicht eine komische Schlafposition nach sich bringt nach ein paar Jahren, aber immer noch effizienter wäre als die Riester-Rente für viele. Dass es aber besser gehen kann, kann man gerade bei den Schweden sehen. Denn dort müssen alle mindestens 16% vom Einkommen in die sogenannte SOFA-Vorsorge stecken. Mitmachen muss jeder. Die ist Pflicht. Allerdings entscheiden die Schweden selbst, wie sie das Geld für die Prämienrente anlegen möchten. 850 zugelassene Fonds stehen zur Auswahl. Wer kein Produkt auswählt, landet automatisch beim Staatsfonds AP7. So spart die Mehrheit der Schweden. In der eigens gegründeten Pensionsagentur verwalten gerade mal 30 Mitarbeiter den Staatsfonds. Der ist mittlerweile 44 Milliarden € schwer. Das Geld investieren sie in Aktien und Rentenfonds. Mit stattlichem Erfolg, durchschnittlich 9% Gewinn jährlich in den vergangenen 20 Jahren. Verwaltungskosten nur 0,1%. SOFA-Vorsorge, der beste Rentenfondsname ever. Die Riester-Rente kann sich für die eine oder den anderen am Ende lohnen, wenn sie oder er immer das Maximale eingezahlt hat und vor allem ohne Unterbrechung. Die Frage ist nur, ob sich das Geld nach 30 oder 40 Jahren dann besser vermehrt hätte, als es zum Beispiel in Bundesanleihen zu stecken. Ist zwar auch nicht sexy, aber damit hätte man dem Riester-Rentenberater zumindest nicht das Weihnachtsfest mit der Provision geschenkt. Oder vermutlich eher mehrere Weihnachtsfeste. Für Menschen, die geriestert haben, aber nur Anspruch auf eine Grundrente am Ende ihres Arbeitslebens haben, für die ist die Riester-Rente dann sogar ein Verlustgeschäft. Denn diese muss vollständig versteuert werden. Der Staat hat es sich aber auch mit der Riester-Rente viel zu einfach gemacht. Lieber hat man auf viele unbekümmerte Riester-Rentensparer, die auf Provision arbeitenden Berater losgelassen, als etwas Eigenes zu machen, wie in Schweden. Und zum anderen ist es als Staat auch immer doof, sich die Blöße zu geben, zu sagen, hey yo, wir haben vollkommen überraschend gerade mitbekommen, dass du eine Lücke bei deiner Rente haben wirst. Also, wie wäre es, wenn du endlich mal den Arsch selber hochbekommst und dich darum kümmerst, am Ende eine gute Rente zu bekommen. Und nicht immer uns die ganze scheiß Arbeit machen lässt, das ist nicht unser Job. Oder zumindest nur zu 43%. Also fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben auf der einen Seite ein Rentenstandbein mit der gesetzlichen Rentenkasse, die immer weniger auszahlen wird an uns im Alter.
Und wir haben auf der anderen Seite ein zweites Rentenstandbein mit der Riester-Rente, die für viele nur dank der staatlichen Zuschüsse bisher kein Verlustgeschäft war und ist. Aber auch nur für die, die maximal einzahlen und vor allem ohne Unterbrechung. Aber am Ende sind es nur die Versicherungen und deren Vertreter, über die man schon 2002 sagen konnte: Für all diese Menschen wird diese Reform ein Gewinn sein. Und was hätte ich für ein grottenschlechter Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung sein können? Mit meinen sperrigen Gesetzen, die dank meines Nachnamens noch sperriger gewesen wären. Und ich hätte immer noch die Chance, mit 50 DFB-Präsident werden zu können. Oder, wenn es schlecht gelaufen wäre, vom DHB. Oder, falls alle Stricke reißen, vom HSV. Das war es wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Late News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.